Seit 200 Jahren gibt es das liberale Judentum in Hamburg. Die ersten Tempel befanden sich in der Brunnenstraße und in der Polstraße in der Neustadt. 1931 wurde der neue liberale Tempel in der Oberstraße 120 eingeweiht. Doch wofür wird er heute verwendet? Und was ist der Unterschied zwischen einem Tempel und einer Synagoge? Branka de Wehr ist Kunsthistorikerin und gibt einen Exkurs zur Architektur und Geschichte dieses Gebäudes. Ja, es fällt ja auf, dass es radikal modern ist. Es fällt zunächst sofort auf, dass es ein späteres Bauwerk ist als diese hier entstandenen Häuser mit den Putzfassaden und den vielen Ornamenten und verspielten Fassaden ja auch zum Teil. Das ist eine ganz klare architektonische Note. Das nennt man neues Bauen oder auch neue Sachlichkeit in der Architektur. Im Grunde sieht man ja drei Kuben. Einen großen Mittelbau recht hoch und dann die beiden rechts und links angeordneten Seitenbauten. Das ist das Wichtige am neuen Bauen. Und Fensterbänder auch. Fenster sind so in Bändern angeordnet. Das sieht man sehr schön von der Seite. Die ursprüngliche Auslegung des jüdischen Glaubens besagt, dass der Tempel nur in Jerusalem existieren darf, damit die Juden eines Tages aus der Diaspora dorthin zurückkehren können. Mit vergangener Zeit haben sich viele Juden zu dem Land, in dem sie lebten, mehr zugehörig gefühlt als zu Israel. Das liberale Judentum verbreitete sich immer mehr, so dass viele Juden auch in ihrer neuen Heimat Tempel bauen und besuchen wollten. Ja, dieser Tempel ist eben anders gebaut als Synagogen. Das würde man vor allen Dingen innen und außen deutlich sehen. Der liturgische Ablauf ist einfach ein anderer. Man hatte Musik integriert und deswegen gibt es da drin eine Orgel. Und auch der Aufbau des Tempels, die Ränge für die Frauen saßen zwar extra auf Rängen, aber diese waren nicht vergittert, wie in den anderen Synagogen. Einiges ist auch gleich, zum Beispiel die Eingänge. Man sieht ja ganz deutlich diese 5 Portale eigentlich, die 3 mittelsten für die Männer, die 2 äußeren für die Frauen, die dann gleich hochgegangen sind in ihre extra Garderobe. Also diese Trennung war schon da und man sieht es auch daran, es ist eigentlich ein Gemeindezentrum und keine Synagoge. Denn es gibt ja noch rechts und links die beiden Bauwerke. Da war noch ein Wochentempel und auf der anderen Seite das Gebäude, das war ein Gemeindesaal, auch für Feiern, für Hochzeiten, für Schulveranstaltungen mit einer Bühne. Draußen konnte man auch noch, da gab es auch eine Küche, man konnte wirklich Feste feiern. Der Saal wurde auch für Ausstellungen benutzt und auch für den Ort hier vermietet, auch an Nichtmitglieder der jüdischen Gemeinde. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde der Tempel in der Pogromnacht von innen vollkommen zerstört. Die jüdische Gemeinde musste das Gebäude weit unter seinem Wert verkaufen. Heute erinnert ein Denkmal an die Zerstörung. In den 1940er Jahren hatte das Gebäude verschiedene Funktionen und wurde nach dem Zweiten Weltkrieg an den heutigen NDR verkauft. Im Inneren erinnert nicht mehr viel an den alten Tempel. Lediglich eine Steinwand, in der der frühere Toraschrein eingelassen war, ist noch vorhanden. Von außen ist das Gebäude noch vollkommen erhalten. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat der Norddeutsche Rundfunk 1948 das Gebäude von der Stadt Hamburg erworben und hat es für sich, für das Orchester und für die Musiker genutzt. Heute wird das Gebäude vom NDR als Konzertsaal genutzt, als öffentlicher Konzertsaal. Es sind 3 Studios da drin. Eben der öffentliche Konzertsaal ist auch ein Studio und 2 weitere, also für Aufnahmen, Sendungen werden dort gemacht. Und es ist vor allen Dingen früher hieß es auch so, vom NDR intern genannt, unser Musikhaus. Das heißt, der Chor hat dort seine Räume, dort sind Überräume und Aufenthaltsräume für die Musiker. Das ist ein lebendiges Haus, es ist eben immer offen für Musiker, die üben wollen, für Musiker, die sich vorbereiten auf Konzerte, für Chorrepetition, für Gesangsübungen, für musikalische Vorbereitung. Der ehemalige Tempel in der Oberstraße ist offen für alle Musikbegeisterten. Es gibt auch immer wieder Führungen, die besucht werden können.